Hey Skatfreunde, ich bekomme erfreulicherweise von euch inzwischen ganz schön viele Rückmeldungen, und eine ganz typische Situation, die ihr mir schildert, ist: Daniel, ich habe ein Riesenspiel verloren, so war die Verteilung, was habe ich denn falsch gemacht? Das lässt sich jetzt natürlich so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich aber finde ich ja gerade das Schöne beim Skat ist, dass ihr einfach so manches Riesenspiel plötzlich unerwartet auf die Glocke bekommt. Auf der anderen Seite wird dann wieder das eine oder andere Krückenspiel wie durch ein Wunder noch zum Leben erweckt und irgendwie über die Ziellinie geschleppt auf 61. Also es gibt eine unglaubliche Bandbreite von Glück und Leid beim Skat, und das wollte ich euch hier einfach mal mit zwei wirklich extremen Beispielen zeigen. Das erste habe ich hier schon mal hingelegt, es ist mein persönliches Waterloo-Spiel. Ich denke, jeder hat so eins. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war nämlich 22 Jahre alt, durfte meine erste Hamburger Meisterschaft bei den Herren mitspielen und wollte natürlich allen beweisen, dass ich da auch in dem Erwachsenenfeld lässig mithalten kann. Und gleich im ersten Päckchen der ersten von 8 Serien bekomme ich also in Hinterhand folgendes Riesenblatt: 3 Buben mit dem alten, 5-mal Herz von oben, noch eine Kreuz Lusche und eine Karo 10. Und selbstverständlich habe ich siegesgewiss den Skat zur Seite geschoben und Grang Hand angesagt, und dann ging das Spiel los. Auf den Tisch kam Kreuz Ass, Kreuz 10, ich muss die Kreuz Lusche bedienen. Ist jetzt kein schöner Stich, aber damals war mein Alarmsystem noch nicht so ausgeprägt, also ich war noch völlig arglos, dass hier irgendwas passieren könnte. Es folgte der zweite Stich, Karo König, Karo Ass, von mir die Karo 10 auf 46, und jetzt kam das Pik Ass. Tja, inzwischen ahnt ihr wohl, was passiert ist. Ich steche natürlich, und dann wurde tatsächlich mit dem Pik-Buben übergestochen. 61 nach 3 Stichen, da hatten die Jungs natürlich nicht viel falsch gemacht, und im Skat es ist nicht mehr so interessant, aber die Erklärung, warum auch keine Reizung war: Pik Dame, Pik 7, also 5-mal Pik saß in Mittelhand, und ja, in der nachträglichen Analyse kann man wohl feststellen, es gab auch wirklich nur diesen einen Weg, um das Spiel überhaupt zu verlieren. Wenn etwa im zweiten Stich die Übergabe Karo Dame, Karo Ass nur gewesen wäre, also nur 45 Augen gelegen hätten, hätte ich hier das Pik Ass schon mit dem Kreuz Buben festhalten können. So war ich chancenlos, und das war der einzige Weg. Und was soll ich euch sagen? Zur Halbzeit in dieser ersten Liste stand ich immer noch mit 0:1 da, wie ein begossener Pudel, und den zweiten Tag von diesem 8-Serien-Turnier habe ich wegen völliger Chancenlosigkeit schon gar nicht mehr erlebt, bin gar nicht mehr angetreten. So hart, so brutal kann eben nur Skat sein. Dann kommen wir jetzt zur Gegenprobe, und von dieser Verteilung und dem unglaublichen Spielverlauf hat mir der Altmeister Walter van Stegen berichtet. Ist schon einige Zeit her. Walter, ich hoffe, du schaust jetzt auch zu. Bin nicht sicher, ob du dich noch erinnerst. Ich habe mir dieses Spiel gemerkt, ich fand es faszinierend. Du musstest was tun, wurdest angepasst und hast jetzt in Vorhand zweimal absoluten Schrott gefunden und saßt jetzt auf einer wirklich miesen Karte. Ein König zu dritt, noch ein König zu dritt, Ass, Dame, Lusche, Ass, Lusche und Pik Bube, also an sich ist gar kein Spiel zu gewinnen. Aufgeben zählt ja aber auch nicht, also 7 Augen in Pik gedrückt und Karo angesagt. Und was ich hier so faszinierend finde, ist, wie in den ersten Stichen eigentlich alle Möglichkeiten, das Spiel irgendwie zu gewinnen, die man sich so vorstellen kann, an sich eliminiert werden. Also Karo Lusche ausgespielt, es fiel Karo 10 und Karo Ass, 21, also ein Trumpf voller ist jetzt schon mal nicht mehr irgendwie zu holen. Jetzt kam Herz Lusche, natürlich geschnippelt, so schlecht wie die Karte ist, irgendwie versuchen an die Herz 10 zu kommen. Das war aber nicht möglich, Herz 10 wurde hinten sofort rausgenommen auf schon 31. Wurde ganz sauber Herz zurückgespielt, Herz Lusche, Herz Dame, und du musstest das Herz Ass nehmen auf dann 21. Hast jetzt ganz einfach wieder Trumpf gezogen, immer treu nach dem Motto bloß nichts anmerken lassen. Es fällt wieder ganz unverdächtig Karo Dame, Karo Bube, Mittelhandposition, und es kommt der
letzte Herz. Der 7. Herz, ja, wie soll dieses Spiel denn noch zu gewinnen sein? Na klar, erstmal jetzt natürlich wieder stechen. Ich meine, Abwurf Pik Lusche ist auch möglich, aber dann wird das Spiel wohl auf keinen Fall mehr gewonnen werden, wenn hinten jetzt auch noch abwerfen kann. Oder wimmeln kann, besser gesagt. So, Hinterhand hat jetzt hier die Pik Lusche abgeschmissen, die war nämlich blank, und insofern bisher haben die Gegenspieler auch absolut noch nichts verkehrt gemacht. Also ganz plausibel, kein schlechter Zug bis hier. Jetzt liegen hier erst 29 und jetzt wurde der Pik Bube gespielt. Nochmal raus aus dem Spiel. Es ist ja tatsächlich normalerweise wirklich gar nicht zu gewinnen. Jetzt kam die erste Unschärfe bei den Gegenspielern. Der Spieler, der hier noch 2 Trumpf hat, hat den Pik Buben nicht mitgenommen, wollte wohl auf mehr warten, und vom anderen Spieler fiel der Herz Bube. Und jetzt hat Walter hier diese Endspielkarte bei 33 Augen liegen. Ja, was soll er denn nun machen, ne? Gibt es noch einen Weg, und es gibt einen Weg, so unglaublich es klingt, und den hat Walter auch gefunden. Er spielt jetzt hier unter seinem Kreuz Ass, und hier kommt jetzt die zweite, ist aber nur eine kleine Unschärfe von dem Spieler aus Mittelhand. Der hat hier noch den letzten Trumpf, er hat seine blanke Pik abgetragen und steht jetzt auf der Kreuz 10 zu dritt. Wenn er hier jetzt in den Tiefschnitt gegangen wäre, getaucht wäre, dann hätte sein Partner mit der Kreuz 9 den Stich machen können, dann hätten sie das Spiel auch noch gewonnen. Da auf die Idee ist er aber nicht gekommen. Er hat aus Kreuz 10 König Lusche erstmal rausgenommen, ist auch eigentlich, denke ich, ganz normal. Jetzt hat er noch den letzten Buben, aber wie er es jetzt vorträgt, ist schon egal. Er spielt jetzt einfach Kreuz zurück. Aus Mittelhand die Pik 7, von Walter die Kreuz Dame, und mit Kreuz Ass, Kreuz König, und hier ist nur noch Pik Ass und Pik 10. Angelt er jetzt hier noch die Pik 10, und es sind genau 61 Augen. So unglaublich das klingt, dieses Spiel wurde mit nur ganz wenig Unschärfen bei der Gegenpartei gewonnen, und ja, selbst wenn ich es jetzt hier noch wieder angucke, es macht einen einigermaßen fassungslos, gerade wenn man es vergleicht mit so einem Riesenspiel, was davor dann gerade mal verloren wurde, wie das hier überhaupt möglich gewesen ist. Also niemals aufgeben, das ist hier die Message. Es kann immer sein, dass da noch was geht. Damit verabschiede ich mich für heute, aber wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, mir den erhobenen Daumen zu geben, den Kanal zu abonnieren, mir ganz viele Kommentare zu schreiben. Damit motiviert ihr mich, noch viele weitere Videos zu machen, und bis dahin wünsche ich euch gut Blatt.